Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid, zu einer neuen Folge von Alles Neu. Heute geht es hier in dieser kleinen Videoreihe, die ich ja im Mai gemacht habe, in der es darum geht, dass ich meine Wohnung mal ein bisschen auf Vordermann bringe und die sogenannten Krustelecken aufräume und einfach Zimmer für Zimmer danach vorgehe, aufräume, ausmiste und einfach mal für ganz nach dem Motto, alles neu macht der Mai, für Klarschiffsorge hier. Heute ist der Raum dran, beziehungsweise das Video dran, vor dem ich mich also wirklich richtig gedrückt habe. Das Video, das mir am meisten Bauchschmerzen gemacht hat, beziehungsweise nicht das Video an sich, sondern der Raum. Denn es geht um unser Schlafzimmer. Und unser Schlafzimmer ist vor allem so im letzten Jahr wirklich sehr vernachlässigt worden und ist auch mit zu so einer Art Abstellkammer mutiert. Das liegt daran, dass wir einfach sehr, sehr viel Kram haben, aber sehr, sehr wenig Stauraum im Keller und dadurch mussten wir leider anfangen, Sachen hier im Schlafzimmer zu lagern, weil wir sonst nirgendwo Platz dafür hatten. Und das sind nämlich hauptsächlich Babyklamotten und Babysachen, die zu klein geworden sind, aus denen unser Sohn rausgewachsen ist. Das ist sehr, sehr viel. Das sind sehr viele Kisten, von denen wir uns auch nicht trennen möchten, die wir hier behalten möchten. Aber es gibt halt einfach sehr wenig Platz. Und hier möchte ich nämlich heute anfangen. Also ich möchte einerseits nochmal die ganzen Sachen sinnvoll sortieren. Wir haben jetzt aktuell die ganzen Babysachen, beziehungsweise auch nicht nur Babysachen, sind ja auch Kleinkindsachen. Ich habe das schon mal ein bisschen nach Größe sortiert in Kisten. Es gibt aber auch einen riesengroßen Berg hinter der Tür mit anderen Sachen, die noch nicht sortiert sind und auch noch mit diesen Vakuumbeuteln, wo auch noch andere Sachen drin sind, die vorher im Keller waren, die wir aber, weil wir was gesucht haben, mit nach oben genommen haben und seitdem hier liegen. Und da werde ich durchsortieren und werde das alles sinnvoll wieder neu machen und schöner machen. Ich habe mir schon ganz viele Vakuumbeutel hier zurechtgelegt und den Staubsauger. Und ich möchte versuchen, ob ich die Sachen nämlich erst in Vakuumbeutel klein machen kann sozusagen und sie dann in die Kisten verstauen kann, sodass einfach mehr in so eine Kiste reinpasst. Ich muss mal gucken, ob dieser Plan aufgeht. Genau, und dann soll nämlich dieser ganze Kram, diese ganzen Kisten mit so klein gewordener Kinderkleidung in den Keller, denn da ist jetzt vor kurzem wieder Platz drin geworden. Komischer Satz, ne? Wir haben Platz da drin geschaffen, sodass nämlich diese ganzen Kisten dann endlich in den Keller wandern können, damit wir hier im Schlafzimmer auch endlich mal wieder eine gemütliche Atmosphäre kreieren können und keine Abstellkammer-Atmosphäre. Den Kleiderschrank an sich werde ich nicht ausmisten, aber auf dem Kleiderschrank werde ich sortieren, denn da steht nämlich ganz viel Kram drauf, auch ganz viele alte Handtaschen von mir und ich benutze ungefähr eine davon. Das heißt, ich werde da ein bisschen durchsortieren, gucken, was ich irgendwie bei Kleinanzeigen oder so einstellen und verkaufen kann, dass da auch einfach mal, ja, nicht so viel drauf rumsteht und sonst so der übliche Kleinkram. Außerdem habe ich nämlich auch ein neues Bild, das ich hier im Schlafzimmer aufhängen möchte. Hier hängen kaum Bilder bisher, weil wir lange Zeit nicht wussten, was wir hier hängen haben möchten. Ich durfte mir mit Mapiful ein Poster erstellen, das ist vor kurzem hier angekommen. Das soll nämlich im Schlafzimmer hängen und das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen und werde nochmal ein paar Worte zu Mapiful verlieren. Aber bis dahin ja, kümmern wir uns erstmal um den Kram hinter der Tür, würde ich sagen. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Also ich mache jetzt eine Tüte mit Sachen, die so grundsätzlich Wickelkommode und auch irgendwie schon für ein Baby zu gebrauchen sind. Da gehören nämlich hier die ganzen Spucktücher zu. Das Nestchen vom Babybett, die Auflage von der Wickelkommode, Bezüge für die Auflage. Das tue ich jetzt alles in eins. Ich sehe gerade, in einer anderen Tüte sind auch noch Sachen, die da mit reinpassen würden. Das kombiniere ich jetzt und mache das erstmal weg. Und dann kümmere ich mich um die anderen Sachen, weil das sind, glaube ich, alles sämtliche Größen durcheinander. Da muss ich nochmal durchgucken. Guckt euch an, wie es hier aussieht. Es wird ja bekanntlich erst richtig schlimm, bevor es dann ordentlich wird. Hier, ich habe jetzt mal getestet, ist schon eine Kiste fertig. Und hier seht ihr,
Ich habe das beschriftet. Da ist halt ein Zettel in dem Vakuumbeutel drin. Größe 86 und darunter ist Größe 92, ist jetzt auf dem Kopf. Und so mit den Vakuumbeuteln passt definitiv viel mehr in so eine Kiste rein als ohne. Okay, also es ist der nächste Tag und ich habe gestern, es hat so lange gedauert, ich habe richtig lange gerödelt gestern und ich habe echt nur Kinderkleidung sortiert. Ihr seht hier den Kistenstapel in der Ecke. Also ich habe gestern alles sortiert. Das Problem war, es waren dann nicht genug von den Vakuumbeuteln da und auch nicht mehr genug Kisten, in denen wir dann die ganze Kleidung unterbringen können. Ich habe fast alle Größen verstaut. Es sind noch 2 Größen übrig, die jetzt nicht verstaut sind. Ich habe die jetzt erstmal so, wie sie sind, also getrennt voneinander, jeweils in eine Ikea-Tüte gepackt und aus dem Weg gepackt, dass da nichts mehr durcheinander kommt, weil das alles zu sortieren, es war super viel Arbeit. Jedenfalls, Update. Ich habe gestern stundenlang da die Kinderkleidung sortiert und verpackt und beschriftet. Und die Kästen, die stehen jetzt alle noch hier. Und in diesem Umzugskarton da oben, da ist schon ein Teil vom Babyspielzeug drin. Ein großer Teil von diesem Spielzeug, wofür einfach mittlerweile zu groß ist, das ist noch auf unserem Kleiderschrank gelagert. Das heißt, das musste auch noch alles runtergeholt werden und in die Kiste verpackt werden. Gucken, ob das alles überhaupt noch vollständig ist. Das habe ich auch nie wirklich überprüft. Einfach weggestellt und aus den Augen, aus dem Sinn. Das habe ich ja gestern auch schon erzählt. Der ganze Mist, der oben auf dem Kleiderschrank liegt, das muss alles durchsortiert werden. Aber heute habe ich da keine Lust zu, ganz ehrlich. Und ich wusste von vornherein, dass das ein Mehrtagesprojekt wird, weil ich von vornherein schon wusste, allein diese Kinderkleidung-Kram-Geschichte wird sehr, sehr lang dauern. Die Kisten, das habe ich eben gar nicht gesagt, die kommen, wenn das alles fertig ist, wenn wir jetzt noch die zusätzlichen Vakuumbeutel hier haben, die haben wir jetzt bestellt. Kisten, keine Ahnung, wie das jetzt mit Ikea laufen kann, ob man da jetzt drankommt oder nicht. Die wandern dann in den Keller. Das heißt, diese Ecke ist danach fast frei und diese andere Ecke neben dem Kleiderschrank, das bleibt jetzt auch erstmal so. Außerdem steht da auch noch eine Tüte mit aussortierter Kleidung und Schuhen und das war alles mal bei Kleinanzeigen drin. Das sind halt Sachen, die noch richtig gut sind und dann tut es mir so ein bisschen im Herzen weh, die in die Altkleidertonne zu schmeißen, wo sie dann ja auch irgendwie nur verramscht werden. Ich wollte aber mal testen, ob ich manche Sachen davon bei Momox Fashion einstellen kann, denn ich habe da selber auch ein bisschen was gekauft für meinen Sohn und dachte, vielleicht kann ich da ein bisschen was unterbringen. Ich habe jetzt richtig viel gelabert. Es sollte eigentlich kein Labervideo werden, sondern ein Video, wo ich mache. Jedenfalls, ich lege jetzt für heute los und kümmere mich erstmal so um so diese kleineren Dinge und das Große oben auf dem Kleiderschrank, das machen wir dann morgen. Kleines Update. Diese Tüte mit Schuhen und Klamotten und staubigen Schuhen und einer alten Jacke von meinem Mann. Ich habe das alles bei Momox Fashion angegeben. Diese Tüte werde ich bei Momox Fashion verkaufen. Das sind insgesamt 75 € tatsächlich. Und jetzt habe ich ja so ein bisschen Blut geleckt. Und zwar habe ich jetzt doch meine ganzen Handtaschen vom Kleiderschrank runtergeholt. Die sind super verstaubt, kein Wunder. Und werde mal gucken, was ich davon jetzt wirklich behalten möchte und was nicht. Und werde probieren, ob ich da auch was mit einschicken kann bei Momox Fashion. Und dann schauen wir mal weiter. Boah, gucken wir mal. Stirnband gefunden? Okay, cool. Was habe ich denn hier gekauft? Physiotherapie. Das Paket für Momox Fashion ist, also nicht das Paket selber ist fertig, aber ich habe jetzt alles eingescannt und zur Seite gepackt, dass da nichts mehr durcheinander kommt. Und ich habe jetzt eben sowieso schon angefangen, die ganzen Handtaschen da vom Kleiderschrank runterzuholen. Mache ich da jetzt auch mit weiter? Also, wir wollen ja hier auch was schaffen, ne? Also, komm. Ich überwinde mich jetzt und wir machen das jetzt. Zeit für eine Stärkung. Es ist schon mittags. Es ist ja viele, viele Stunden später und ich habe das Gefühl, es kribbelt mich überall, weil einfach so viel Staub war. Vor allem oben auf dem Kleiderschrank. Aber da habe ich gestaubsaugt. Also ich habe alles runtergeräumt und darauf gestaubsaugt. Das allein hat schon echt ja, viel gebracht. Ich musste jetzt die ganzen Handtaschen wieder oben drauf tun, weil in Müll schmeißen will ich sie ja auch nicht. Und bei
Momux Fashion konnte ich eine verkaufen, der Rest nicht. Ja, aber es sieht schon viel, viel besser aus. Ich habe das Spielzeug, was da drauf lag, oben in diese Umzugskiste mit reingeräumt. Und das ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein riesen Unterschied zu vorher. Und jetzt esse ich erstmal und dann mache ich mit den schönen Dingen hier weiter. So, wir machen weiter. Und zwar geht es jetzt um meinen Schminktisch, beziehungsweise das, was da drauf steht. Diese 3 Kisten, das habe ich ja eben schon ein bisschen angeteasert, das sind nämlich mein Weihnachtsgeschenk, beziehungsweise ein Teil meines Weihnachtsgeschenks von meinem Mann. Das sind 3 Rituals-Sets, die ich geschenkt bekommen habe für ihn, stellvertretend dafür, dass er mir einen einen Erholungstag ganz alleine zu Hause geschenkt hat, den ich bis heute noch nicht eingelöst habe. Und diese 3 Geschenksets stehen jetzt seit Weihnachten tatsächlich hier auf diesem Schminktisch. Und ich habe jetzt beschlossen, die einzelnen Teile davon jetzt aus diesen Kisten rauszuholen und in meine Vorratsbox für Dusch- und Körperpflegekram reinzutun. Es ist so schade um diese Kisten, aber ich weiß letztendlich nicht, was ich mit denen sonst noch machen soll. Die Kisten, das sind die 2 Kisten, die sind sehr voll. Wir räumen jetzt die Kisten ein. Ich habe mal übrigens irgendwann mal ein bisschen sortiert. Das ist halt alles, was Shampoo und Duschgel und Badezusätze ist. Und in dieser Kiste sind Bodylotion und so ein Kram. Und Sachen von meinem Mann, genau. Noch neue Zahnbürsten. Jetzt wird das hier zu voll, ne? Ja. Da ist auch noch eine Body. Ach, die kommt jetzt in den Müll. Die ist so alt. Da haben wir direkt ein bisschen mehr Platz, oder? Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ah, hier auch. Die habe ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich brauche eine. Ah ja, genau. Die Haarmaske wollte ich ins Bad tun. Ich brauche eine neue Bodylotion im Bad. Dann nehme ich jetzt diese hier. Die ist nämlich vor kurzem leer gegangen und ich stelle mir jetzt eine neue. Und dann nehme ich nämlich diese hier, die ich auch geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. So. Hier ist drin. Genau, hier von diesem Set ist der Duschschaum schon die ganze Zeit in der Dusche und es ist so ergiebig, das Zeug. Das ist auch Body Cream. Riecht auch einfach so lecker. Thema Parfum ist super ärgerlich. Ich habe die vorher immer auf so einem Sideboard hier im Schlafzimmer stehen gehabt. Muss aber sagen, dass ich gar nicht mehr so viel Parfum benutze. Einfach, ja, seit mein Sohn auf der Welt ist, habe ich kaum noch Parfum benutzt, weil mir war das einfach immer zu stark wegen der Duftstoffe und wollte halt nicht, dass er das riecht und so weiter. Und ich habe einfach sehr, sehr lange gar kein Parfum mehr benutzt. Dadurch sind halt leider wirklich so ein paar Favoriten von mir, weil ich trage jetzt hin und wieder Parfum, aber da wir ja gerade irgendwie überhaupt nicht rausgehen können oder so und hier nur so zu Hause, trage ich das jetzt auch nicht unbedingt auf. Aber da ich so selten benutze, sind halt leider ein paar Düfte, ein paar Lieblingsdüfte von mir umgekippt. Nämlich dieses hier mochte ich total gerne, das Escada. Ich habe das letztens benutzt, so wenn ich so dran rieche, riecht das noch in Ordnung. Aber wenn man es aussprüht, dann riecht man einfach, okay, das ist gekippt. Bei dem hier, auch echt staubig, ehrlich gesagt. Nee. Das wird auch nicht mehr gut sein. Ja, nee, das ist umgekippt, das muss man auch weg. Aber das ist auch, ja, fast aufgebraucht. Aber das gehörte sehr, sehr lange zu meinen Lieblingsdüften. Und bei dem hier, das ist immer noch so mein Number One Favorite Duft. J'adore von Dior. Ich glaube, der geht auch noch. Ich habe den in groß gehabt und es ist einfach, das ist mein absoluter Lieblingsduft. Also das ist für mich, wenn ich das schon allein rieche, dann sehe ich mich und meinen Mann irgendwie draußen so Mitte, Ende 20 durch die Gegend schlendern. Ja, das ist, mit diesem Duft verbinde ich ganz viel. Er riecht so ein bisschen nicht mehr ganz so frisch.
Der ist kurz vorm Umkippen, glaube ich. Also so ganz frisch riecht er nicht mehr, aber auch nicht so, noch nicht so krass umgekippt wie der hier. Ja, okay. Aus Nostalgie werde ich den hier noch behalten und ab und zu noch mal dran schnuppern, bis er dann vollends umgekippt ist, leider irgendwann. Damit ist der Schminktisch jetzt erstmal fertig und es ist wieder mehr Platz auf dem Sideboard. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe auch Ohrringe ausgemistet. Alle, die ich noch habe, sind hier drin. Das sind auch alle, die ich noch trage. Und alles andere ist ja, Modeschmuck und gefällt mir nicht mehr und ist überhaupt nicht mehr irgendwie im Trend, wenn man das so sagen kann. Und wird auswandern, genauso wie dieses Modeschmuckbäumchen. Das gefällt mir nämlich auch nicht mehr. Es ist wieder ein paar Tage später und ich musste mich ein bisschen motivieren, hier jetzt heute weiterzumachen, aber ich dachte, ich motiviere mich, indem ich etwas mache, woran ich mich sehr erfreue, und zwar dieses schöne Bild hier endlich aufhängen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein Poster von Mapiful zur Verfügung gestellt bekommen habe, und Mapiful ist euch vielleicht ein Begriff. Ihr könnt da ganz tolle Poster bestellen. Ihr kennt bestimmt diese Straßenkartenposter, die, glaube ich, ja, sehr bekannt sind von Mapiful. Da kann man sich einen bestimmten Ort aussuchen, eine Stadt beispielsweise. Und dann wird ja die Straßenkarte sozusagen oder eine Landkarte davon angezeigt. Darunter steht dann der Ort und Koordinaten und so weiter. Man kann das Ganze immer noch personalisieren, aber es gibt nicht nur diese Straßenkarten oder Landkarten, sondern es gibt auch Sternzeichenposter, habe ich beispielsweise auch mal verschenkt. Und ich habe gesehen, es gibt auch solche Poster hier. Das ist ein Textart-Poster, heißt das Ganze. Ich zeige euch das gleich auch nochmal genauer. Und das fand ich von erstem Moment an richtig cool und habe gedacht, genau so eins möchte ich haben für unser Schlafzimmer. Was ich bei diesen Textart-Postern so cool finde, ist, dass man ein Foto auswählen kann und dann wird dieses Foto dargestellt aus ganz vielen kleinen Worten. Und das Ganze ist natürlich personalisierbar. Natürlich wählt man das Foto selber aus, aber man wählt auch die Worte selber aus denen dann im Prinzip dieses Bild zusammengesetzt wird. Und dann kann man drunter natürlich auch nochmal, ja, personalisieren, was man da drunter stehen haben möchte. Wir haben uns jetzt für ein Foto von unserem Sohn entschieden. Dieses Foto ist zusammengesetzt aus seinem Namen und darunter haben wir auch nochmal seinen Namen geschrieben und sein Geburtsdatum. Ich habe das ein bisschen zensiert. Der Rahmen ist übrigens auch von Mapiful. Da kann man die passenden Rahmen direkt mit dazu bestellen bei den Postern, muss man aber nicht. Ich habe jetzt mich für einen schwarzen Holzrahmen entschieden, weil ich dachte, das ist nochmal ein ganz cooler Kontrast, weil der Rest hier im Schlafzimmer einfach sehr, sehr hell ist. Weiße Möbel und beige Vorhänge und so weiter. Und ich finde es richtig cool und ich mag, dass man das eigentliche Bild ja nur, also je weiter man entfernt ist, desto besser kann man halt erkennen, was das eigentliche Foto ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz coole Sache. Sehr coole Geschenkidee, wie ich finde. Und ja, macht sich einfach sehr schön hier im Schlafzimmer, hier neben dem Schminkspiegel, so heißt es. Und über diesen Sessel. Ich fand, da passt das echt ganz gut hin. Habe ich höchst professionell alleine aufgehängt, mir die Markierung für den Nagel mit einem Lip Liner gemacht. Der Raum nimmt hier langsam Form an. Ich habe das Bett frisch bezogen. Das war nach der letzten Umräumaktion, also Aussortieraktion, war das ganz dringend nötig, weil ich ja super viel Staub vom Schrank einfach runtergeholt habe und das hat sich dann alles auf dem Bett verteilt. Aber was wir jetzt heute noch machen, ist ja, das Kopfteil vom Bett. Ihr seht, das ist die Bettwäsche. Ich werde das auch noch mal schön machen. Und diese kleinen Kissen, da habe ich die Bezüge, also nicht die ganz kleinen, sondern die anderen, da habe ich die Bezüge auch noch mal gewaschen und das beziehe ich gleich noch drauf. Und dann mache ich das da oben auf dem Bett drauf ein bisschen schön.
Und das ist das Sideboard, wo wir auch noch ganz viel wichtigen Kram drin verstaut haben, das hier im Schlafzimmer steht. Da sind die frischen Handtücher beispielsweise drin. Da sind diese Kisten drin mit dem ganzen Kosmetikkram, was ich an Vorrat da habe. Und das muss halt auch noch mal ein bisschen schön gemacht werden. Da stehen so ein paar Deko-Sachen einfach sehr ja, lieblos drauf arrangiert. Stehen da drauf, aber es ist einfach nicht schön und das machen wir jetzt einfach mal ein bisschen schicker, dass man sich hier im Schlafzimmer einfach wieder ein bisschen wohler fühlen kann. Das hier, was ihr hier seht, das ist ein Hocker und ein Familienerbstück. Der stand früher immer bei meinem Opa und meiner Oma zu Hause und wurde immer rausgeholt, wenn die komplette große Familie zu Besuch da war, dass sich da halt jemand drauf setzen konnte. Und weil es so schön flauschig ist, es hieß immer nur das Schaf. Ich nutze das so ein bisschen als Nachttisch, aber auch nicht so wirklich. Also ich lege da halt Sachen drauf ab. Und weil richtige Nachttische haben wir ja nicht. Wir haben halt dieses Ikea-Bett, wo man hier oben auf dieses Brett Sachen packen kann. Und hier ist halt auch noch mal ein Regalbrett, eigentlich zwei. Aber eins von diesen, also das zweite Brett hier wäre eigentlich noch eine zweite Ablage. Die ist irgendwie verloren gegangen. Wir finden dieses Brett nicht mehr. Jedenfalls habe ich deswegen ja eigentlich statt 3 Fächer nur 2 Fächer. Und ich nutze aber eigentlich nur dieses oberste. Und was ich da jetzt machen wollte, ich habe nämlich so ein paar einzelne Sachen rumfliegen und die möchte ich gerne sammeln in einem kleinen Körbchen. Wollte dafür jetzt einfach dieses hier nehmen. Das ist noch eins aus dem Kinderzimmer, das wir da nicht mehr brauchen. Und da wollte ich nämlich einfach so Cremes reinpacken, die halt so lose sonst hier rumstehen. Und meinen Kindle, den wollte ich so da reinpacken. Das war ein Geschenk. Das kann ich mal woanders hin tun. Ich habe diese Sleepy Creme von Lush, die riecht nach Lavendel und mag ich sehr gerne. Und dann das Deep Sleep Pillow Spray von Rituals, das riecht auch nach Lavendel. Ist der Hammer, das Zeug. Wenn ihr mein letztes Badezimmer-Ausmist-Video gesehen habt, dann kennt ihr diese Creme vielleicht. Das ist diese Fußcreme. Ich habe eine jetzt im Bad gelassen und habe eine mir jetzt hier reingemacht. Ich dachte, vielleicht creme ich mir da mal die Füße ein vorm Schlafengehen. So, und eine Handcreme hatte ich ja eigentlich auch liegen, aber die hat mein Sohn verbummelt. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo er die hingepackt hat. Deswegen hole ich mir jetzt eine neue. Ich habe da auch schon eine große Auswahl. Pack die auch hier rein. So, eine Handcreme noch. Packe ich auch da rein. Und dann stelle ich dieses Körbchen, so wie es ist, nämlich hier rein. Ich mag das nämlich einfach nicht, wenn solche Sachen wie so Handcremes und so halt lose rumfliegen. Das kann ich nicht haben, mag ich nicht. Machen wir oben drauf weiter. Ach so, ja, Fernbedienung, weil wir einen Fernseher hier im Schlafzimmer haben. Die liegen meistens hier. Und dann machen wir noch ein paar Sachen hier oben jetzt drauf. Gebe zu, ich bin auch nicht der größte Deko-Crack, ja. Ich habe jetzt diese Lampe erstmal wieder da drauf gestellt. Wir hatten mal 2 davon, eine hat nicht überlebt. Wir haben nur noch eine, es gibt nur noch eine. Und es ist ein bisschen blöd mit dem Kabel. Eigentlich sind in diesem Bett extra solche Kabelgänge, aber das passt mit der Steckdose hier nicht. Deswegen muss die ganz außen stehen und das Kabel muss halt dann leider sichtbar sein. Und ich habe ein paar Bücher hingestellt. Das sind Bücher, die ich demnächst lesen möchte. Ganz aktuell hier gerade, dieses hier kann ich sehr empfehlen. Und ja, eine kleine Vase habe ich noch dahingestellt. Ich mag die sehr gerne und ich bin mir so unsicher, ob ich da was reintun soll oder nicht. Ich finde, sobald man aber irgendwas da reinstellt, egal was für eine Art von Blume, sieht es komisch aus. Irgendwie, ja, kann ich mich da noch nicht so ganz mit anfreunden. Und sonst habe ich hier nur noch ein
Bild von uns beiden dahingestellt und so wird es jetzt auch erstmal bleiben. Dieses Sideboard hier ist jetzt sehr, sehr leer, wie man sieht. Da steht jetzt nur noch diese eine Vase mit künstlichen Blumen drauf, wovon ich auch nicht so ein großer Fan bin. Eigentlich wollte ich die wegtun, weil ich finde künstliche Blumen jetzt nicht so wunderschön und dekorativ. Aber besser als jetzt gerade erstmal gar nichts da drauf. Und sonst steht da nur noch eine Kiste mit Armreifen von mir. Da sind Armreifen drin. Und das, was ja vorher hier drauf stand, habe ich ja woanders hingepackt. Das waren nämlich einmal die Parfumflaschen, die stehen auf dem Schminktisch. Und mein Schmuckbaum, der da stand, den habe ich entsorgt. Der gefällt mir nämlich nicht mehr. Und ja, und sonst ist das hier sehr leer. Darüber hängen so ein paar Bilder. Und genau, hier am Kopfteil vom Bett, da haben wir kein Bild hängen, weil wir das so einfach schöner finden. Aber ich finde es wirklich sehr schön, wenn man jetzt, hallo übrigens, ihr seht mich im Spiegel, wenn man jetzt so in diese Ecke guckt. Der Sessel ist übrigens auch ein Erbstück, auch von meiner Oma und meinem Opa, allerdings von der anderen Seite der Familie. Und darüber hängt das Bild, das ich wirklich sehr, sehr schön finde. Hier der Schminktisch, den habe ich ja auch ordentlich aussortiert. Ich habe ja schon mal ein extra Video dazu gemacht, wie ich meine ganze Make-up-Sammlung ein bisschen aussortiert habe. Ich verlinke euch das gerne mal hier oben. Genau, die Parfums. Und hier in dieses kleine Pöttchen, da sind die Ohrringe, die ich jetzt noch behalten habe, also vom Modeschmuck. Das sind so Kreolen. Und da der zweite ist mir hinter dieses Sideboard gefallen und ich komme da leider nicht dran. Ich kann das alleine nicht wegschieben. Deswegen müssen wir den noch rausholen. So, das ist das. Pinsel, hier stehen auch noch so ein paar Lippenstifte, die ich gerne mehr benutzen möchte. Hier liegt mein Handy. Und hier habt ihr auch schon einen kleinen Blick reinwerfen dürfen. Ich habe diese Kisten von den Rituals Geschenkboxen jetzt benutzt, um die hier rein zu tun, weil die anderen einfach schon voll abgeranzt waren, diese alten Glossy-Boxen. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie es da oben auf dem Schrank aussieht. Ich glaube, ich habe keine Vorheraufnahme gemacht, weil es mir peinlich war. Ganz, ganz ehrlich. Das war bis von linke Seite bis rechte Seite bis unter die Decke war das komplett vollgestopft mit sämtlichen Kram. Und jetzt sieht man da oben wirklich nur noch meine Handtaschen. Die werden aber irgendwann wieder in den Kleiderschrank reinziehen. Da ist nämlich auch da oben in der Mitte so ein Fach. Auch da ist aktuell noch Babyspielzeug verstaut. Das werden wir aber auch dann noch in eine Kiste packen und kommt in den Keller. Habe ich ja auch schon erzählt, genau wie die anderen Kisten hier mit der Babykleidung. Auch, dass ich das endlich mal angegangen bin. Boah, da bin ich so happy mit. Und ich mag, wie das Bild hier aussieht mit dem Bett. Und so sieht es eigentlich doch ganz nett aus mit dem Sideboard da im Hintergrund. Ja, doch. Ich mag es. Also es ist auf jeden Fall viel, viel ordentlicher als vorher. Da bin ich sehr happy mit. Hier hinter der Tür ist noch so ein bisschen was. Auch das sind ja Sachen, die noch in den Keller kommen. Das ist eine Tüte nur mit Kinderschuhen. Nur mit Schuhen, die unserem Sohn zu klein geworden sind. Oh, genau, das muss es kommt alles in den Keller. Aber das ja, sparen wir uns für einen anderen Tag auf. Nicht in der nächsten Zeit. Genau, das ist übrigens noch so ein Fußhocker, der zu dem beigen Sessel gehört. Der steht da, weil es hier sonst kein Platz dafür ist. Aber wenn diese Tüten da weg sind, dann sieht es da auf jeden Fall auch besser aus. Oh, fertig. Ich bin so froh, dass ich das endlich gemacht habe. Ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe dieses Schlafzimmer so lange vor mir hergeschoben, weil es einfach so schlimm hier drin war. Und das ist halt auch die Sache mit dem Schlafzimmer. Wir halten uns ja auch wirklich nur zum Schlafen hier drin auf. Und dann ist es mir halt auch manchmal egal, wie es hier ist. Aber das ist eigentlich, ja, totaler Blödsinn. Es soll ja trotzdem gemütlicher Raum sein, gerade weil man hier schläft. Ja, und jetzt ist es auf jeden Fall ordentlicher und gemütlicher. Ich bin froh, dass da wieder so ein bisschen Kram steht. Es hat sehr, sehr gut getan. Ich bin sehr, sehr happy. Und wie bei den anderen Videos, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht auch ein bisschen motivieren, weil ich jetzt nämlich endlich mal den Hintern hochgekriegt habe und Sachen hier gemacht habe, die ich ewig vor mir hergeschoben habe. Und es tut gut, sage ich euch. Es tut gut. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche beim nächsten und letzten Video aus dieser Reihe wieder dabei seid. Und um welchen Raum es dann geht, werdet ihr dann sehen. Ich freue mich und bis dann. Tschüss.